Herzlich willkommen zum heutigen offenen Live-Webinar des Terra-Instituts, bei dem die Fakten und Klimaoptionen rund um die Klimakrise im Mittelpunkt stehen. Mein Name ist Evelyn Oberleiter, ich bin Seniorberaterin und Mitbegründerin dieses vor 12 Jahren gegründeten Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemwandel. CO2 als Äquivalent für den Wandel, der noch nicht passiert und dringend passieren muss, ist nicht nur bei mir und meinen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich im Mittelpunkt unseres Wirkens. Ganz besonders beschäftigt sich unser heutiger Gast, Georg Kaser, damit. Ich werde ihn jetzt auch gleich vorstellen. Ja, Professor Georg Kaser gilt als einer der einflussreichsten Klimaforscher weltweit. Er ist Professor für Klima- und Kryosphärenforschung an der Universität Innsbruck und Mitautor an den IPCC-Reports des Weltklimarates der Vereinten Nationen. Er hat nun mit der COP26 in Glasgow seinen 4. Klimagipfel besucht nach Warschau, Lima und Paris. Und heute ist er hier mit uns online live zu Gast. Hallo Georg. Hallo Evelyn, schönen Abend an alle. Ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Georg, ich dachte mir nun für die nächsten maximal 1,5 Stunden, die wir haben, gemeinsam in 1,5 Stunden, folgendermaßen den Ablauf zu gestalten, dass wir zunächst mit einem Input deinerseits beginnen, dass du vielleicht einfach diesen zumeist doch aus Wirtschaft und Sozialen kommenden Zuschauern oder heute Abend so nochmal die Hintergründe der Klimakrise erklärst und auch, wo wir heute jetzt wirklich nach der COP26 stehen und wie die Ernsthaftigkeit der aktuellen Situation ist. Danach, nach diesem ersten Teil, würde ich dazu einladen, dass wir wirklich zu der Situation jetzt nach Glasgow sprechen. Was ist passiert? Was passiert aktuell in der Welt? Was müsste passieren? Gibt es neue Perspektiven? Und zum Schluss, dass wir wirklich all unseren Gästen und Teilnehmern heute Abend Zeit geben für einen Austausch, für Fragen und Antworten. Ist das so für dich in Ordnung, Georg? Ja, danke. Das haben wir so ungefähr so vorbesprochen. Ich werde so aus der Perspektive von ein paar vermeintlichen oder auch wirklichen Missverständnissen in der Öffentlichkeit ausgehend eine Einleitung machen. Und dann können wir beide irgendwie das Gespräch auf die COP in Glasgow leiten und dann schauen wir, wie die Diskussion weitergeht. Ja? Ja, genau. Machen wir so. Danke. Danke, Georg. Ja, dann überlasse ich dir den Bildschirm. Danke. Für ein paar einleitende Gedanken. Also im Lauf der Wochen und Monate hat sich bei mir so ein bisschen auch jetzt zum Schluss der Titel etwas geändert, meiner Kurzfassungen, meiner Zusammenfassungen, auch meiner Vorträge. Und der ist vor circa 10 Tagen entstanden, wo ich darauf aufmerksam machen wollte, eben was haben wir mit dem Erdklima gemacht und was macht jetzt das Erdklima mit uns und was können wir noch tun, um das Erdklima in den Griff zu bekommen, ein Wortspiel. Und eben entlang einer Geschichte von Missverständnissen und zum Teil fatalen Folgen, die sich aus diesen Missverständnissen ergeben haben schon und vermutlich auch noch ergeben werden. Und dann eben, was war da in Glasgow los, was ist da beschlossen worden, wie ist das vonstatten gegangen? Also wir kennen alle mehr oder weniger in unterschiedlichen Formulierungen dieses Paris Agreement, diesen Vertrag von Paris, der ja seine Vorgeschichte hat, und da steht eben ganz zentral der Artikel 2.1a, den wir immer wieder uns vorhalten, wo die fast 200 nationalstaatlichen Regierungen, die mehr oder weniger in der Weltmeteorologischen Organisation und auch in der UN vertreten sind, wo die eben bei deren Sitzung in Paris 2015 beschlossen haben, basierend auf den wissenschaftlichen Ergebnissen vor allen Dingen des IPCC-Berichtes des Weltklimarates,
dass man alles unternehmen will, um deutlich unter 2 Grad Celsius über vorindustriellen Werten zu bleiben und wirklich alle Anstrengungen unternehmen will, um die Begrenzung des Klimawandels, der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über vorindustriellen Werten anzuhalten, wohl anerkennend und verstehend, dass das deutlich die Risiken und die Auswirkungen des Klimawandels reduzieren würde. So ist es formuliert und da war dann in Paris auch gleich die Bitte oder sozusagen fast die Aufforderung an den Weltklimarat, bitte macht uns einen Spezialreport zu diesen 1,5. Das hatte es nämlich vorher in den ganzen Diskursen nicht gegeben. Das ist in Paris damals so sehr plötzlich irgendwo in die politischen Diskurse hineingekommen. Und alle Berechnungen waren immer auf 2 Grad Celsius gemacht worden. Es war also eine große Herausforderung, vor allen Dingen für die Modellierer in der Klimaforschung, so einen Bericht zu erstellen. Und der Bericht ist dann erschienen im Oktober 2018 als Special Report 1.5 des IPCC. Und da hat man gezeigt, ja, 1,5 Grad Celsius geht noch, 1,5 Grad Celsius kann man einhalten und die Pfade, die dorthin führen, haben so und so auszuschauen. Und da gibt es eine schöne Abbildung, die das alles zusammenfasst aus diesem Spezialreport 1.5. Die sehen wir hier und da haben wir links die globale Temperaturänderung gegenüber 1850 bis 90, das Mittel 1850 bis 1900, nicht 90, 1900. Das wird so landläufig als vorindustriell bezeichnet im zeitlichen Verlauf von 1950 bis 2100. Und da sehen wir in Blau und hinterlegt in Grau die wirklichen jährlichen global gemittelten Temperaturwerte, die da kontinuierlich ansteigen. Wir sehen dann 2017 als den Endwert. Und die lineare Extrapolation entlang dieser Anstiegskurve, die dann im Jahr 2040 den 1,5 Grad Celsius Plafond durchstoßen würde. Und dann eben die verschiedenen Modellpfade oder ja, die Vorstellungen, wie kann man sozusagen die Kurve kratzen. Man würde irgendwo sogar so zwischen 2040 und 60 einen sogenannten Overshoot vielleicht machen, aber man bliebe, wenn man denn wirklich diesen Pfad einschlägt, bliebe man mit einer großen Wahrscheinlichkeit, diese hellgrüne Kurve hat die 95% Wahrscheinlichkeitsintervall ist da drinnen, würde man unter 2 Grad Celsius bleiben. Der Pfad dorthin ist auch klar vorgegeben worden, die Emissionen an CO2 oder wenn man es ganz genau nimmt, an CO2-Äquivalenten, weil es gibt auch andere Treibhausgase, menschverursachte Treibhausgase und wenn man da die CO2-äquivalenten Emissionen bis 2050 auf netto Null brächte, sprich so weit herunter treibt, dass nur mehr das übrig bleibt, was auch durch negative Emissionen, was immer das ist, irgendwie auf Null gesetzt werden kann, dann würde das gelingen. Aber es gelingt sicher nicht, wenn wir am Silvesterabend 2049 uns das überlegen und dann einfach den Hebel umlegen. Nicht nur, weil das gesellschaftlich und wirtschaftlich unmöglich wäre, sondern auch, weil das dann zu sehr bereits in das Klima Veränderungen impliziert, das ja in manchen Komponenten sehr, sehr lange Reaktionszeiten hat. Das würde nicht gelingen. Es gelingt nur, wenn wir wenigstens einen Pfad einschlagen, der bereits 2030, also in knapp 9 Jahren, gegenüber 2010 eine Reduktion von 45% dieser Emissionen hat. Gegenüber 2019 wären es dann 50 oder mehr Prozent. Also eine massive Reduktion ist da notwendig. Nun, das wirft natürlich einige Fragen auf und einige von diesen Fragen, auf die möchte ich jetzt hinfokussieren, weil sie immer wieder in Gesprächen und in Diskussionen zeigt sich, dass man das irgendwie falsch versteht. Und das erste Missverständnis ist sehr, sehr oft jenes im Zusammenhang mit der global gemittelten Oberflächentemperatur der Erde. Und das kann man sich relativ leicht vorstellen, dass man lokal, regional mit einem Temperaturanstieg von 1,5, 2 Grad Celsius relativ leicht umgehen kann. Wenn zum Beispiel in Brixen die
Mitteltemperatur jetzt über das Jahr gemittelt um 2 Grad steigt oder auch 3 Grad steigt, dann ist das nicht wirklich ein Problem. Das wird halt im Sommer ein bisschen mehr Klimaanlagen haben und im Winter ein bisschen weniger heizen. Ist ein bisschen banalisiert, die Geschichte. Aber es wäre nicht wirklich ein Problem, an das wir uns nicht anpassen könnten. Bei der global gemittelten Oberflächentemperatur der Erde handelt es sich um etwas anderes. Die steht für oder ist der Ausdruck des energetischen Zustandes, dieses Gesamtsystems. Das gilt für jeden Körper, aber auch für das Klimasystem. Und da gibt es eben diese Gleichung von Ludwig Boltzmann und Josef Stephan, die da die Energie, die emittierte von einem Körper mit der Oberflächentemperatur in Zusammenhang bringen. Und das ist so eine angenäherte Gleichung, oder eine Gleichung, die uns angenähert diesen Zusammenhang zwischen Energieinhalt in einem System und Oberflächentemperatur darstellen. Also es geht um die gigantische Energiemengen, die wir in das System hineingebracht haben und die sich ausdrücken in einer Temperaturänderung dieser global gemittelten Oberflächentemperatur. Und das drückt die Änderung des Energiehaushaltes aus. Nur ganz kurz, 90% dieser Energie, die wir da hereinholen, das sind gigantische Mengen. Das geht in die Ozeane und wird dort verzögert über die verschiedenen tiefen Stufen der Ozeane und der Zirkulationsmuster der Ozeane zur Erwärmung der Ozeane führen, unter anderem damit auch zur Expansion des Wasservolumens und damit zum Meeresspiegelanstieg. Das sind 90%. Es geht auch sehr, sehr viel in die Dynamik der Ozeane hinein und die Dynamik der Atmosphäre, sprich die Zirkulationsmuster ändern sich, das sehen wir bereits. Es geht ein großer Energieanteil dieser Restmenge, dieser restlichen 10%, geht in die Eisschmelze. Es geht ein Teil in das Ankurbeln des hydrologischen Kreislaufes des Globalen, mehr Verdunstung und damit natürlich auch mehr Niederschläge. Es geht auch in die biochemischen Prozesse hinein und. Manche dieser Vorgänge haben sehr, sehr lange verzögerte Prozesse, die da angekurbelt wurden und werden. Also darum geht es in diesem Fall. Und wir verwenden als Physiker, als Klimaphysiker diese Oberflächentemperatur der Erde nicht, um zu sagen, passt auf, es wird 0,5 Grad wärmer, zieht euch eine Jacke aus oder irgendetwas, sondern es geht wirklich um gigantische Energiemengen. Nur eine Zahl, ich habe mir sie mal ausgerechnet, im Jahr 2012 wurden durch unsere menschgemachten Treibhausgase wurde ein Energieäquivalent in das System gebracht, das 150.000 Zündungen der größten je gezündeten Wasserstoffbombe, der Vaja, das war eine russische Bombe, die der Nikita Khrushchev den Amerikanern vor die Nase gehalten hat. Das war die größte je gezündete Bombe, die war 3400 Mal energetisch stärker als Little Boy, die Hiroshima zerstört hat. Von diesen Größenordnungen reden wir, wenn wir von diesen Zehntelgraden und halben Graden reden in der globalen Erwärmung. Man kann sich auch dann noch so vorstellen, dass ähnlich wie bei der Körpertemperatur eines Menschen, die Hautoberfläche, wenn die 1, 2, 3 Grad wärmer ist, weil gerade die Sonne drauf scheint, das ist kein Problem. Aber wenn die Körpertemperatur insgesamt um 1 Grad wärmer wird, dann ist das schon Fieber. 1,5 Grad ist schon hohes Fieber, 2 Grad ist extrem hohes Fieber und recht viel mehr wird wahrscheinlich, wenn das auf Dauer so ist, wird ein menschlicher Organismus nicht mehr aushalten. Es werden viele, viele Teilorgane oder Teilsysteme im Körper angegriffen werden. Und so ähnlich ist es in dem hochdynamischen System Erdklima. Wir haben hier die Fieberkurve der Erde der letzten 2020 Jahre. Wir sehen, dass die in den letzten wenigen Jahren sehr, sehr stark angestiegen ist. Sie hat bisher nicht beobachtete, aber auch nicht rekonstruierte Werte überschritten. Ganz links sehen wir einen Balken, der zeigt an, wie die wärmsten
mehr Jahrhunderte lang andauernden Perioden, je weiter man zurückschaut, umso weniger kann man das zeitlich auflösen, in den letzten 100.000 Jahren waren. Und die waren irgendwo, in der Rekonstruktion ist man sich da nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 0,2 und 1 Grad Celsius wärmer als das, was wir vorindustriell nennen. Und wir sind drüber draußen. Wir sind mittlerweile bei 1,2 angelangt. Diese Abbildung stammt aus dem letzten oder aus dem Teilbericht des neuesten IPCC-Berichtes, der Teilbericht der Arbeitsgruppe 1 zur naturwissenschaftlichen Grundlage. Der ist im vergangenen August erschienen. Ein zweites Missverständnis, das nicht zuletzt auch auf dieses erste aufbaut, ist im Zusammenhang mit den Temperaturzielen, die wir immer wieder verhandeln. 1,5, 2, dann hört man immer wieder 2,7 sei jetzt zugestanden, 3 ist, wenn wir so weitermachen wie jetzt und die Zugeständnisse nicht einhalten und so weiter und so weiter. Was hat es mit dem auf sich? Wenn wir in die Zukunft Temperaturen als globale oder als Ausdruck von energetischen Zuständen rechnen, und da will ich jetzt gar nicht drüber reden, was die energetischen Zustände alles machen, sondern nur in Oberflächentemperaturen ausgedrückt, dann liegt dem im Prinzip ein Szenarium oder in dem Fall mehrere Szenarien zugrunde, wie wir sozioökonomisch uns verhalten wollen. Da gibt es also sogenannte SSPs, diese gemeinsamen oder die Shared Socio-Economic Pathways. Und da gibt es 5 solche Familien und die werden dann umgerechnet in Emissionen. Wir sehen das hier in Gigatonnen CO2 pro Jahr bis zum Jahr 2100. Und daraus resultiert ein energetisches Ungleichgewicht, das zu weiteren Erwärmung führt. Dieses energetische Ungleichgewicht ist zurzeit ungefähr bei 2 Watt pro Quadratmeter. Im schlimmsten Fall, das ist das SSP 5, werden das im Jahr 2100 8,5 Watt pro Quadratmeter sein. Das ist also der energetische Antrieb, der dann immer noch dieses System anheizen wird. Im SSP-3-Szenarium sind es 7 Watt pro Quadratmeter. Im Zweier 4,5 und wir steuern irgendwo zwischen dieser gelben und der hellroten Linie hinein und so in Richtung 3 Grad Celsius zurzeit. Nur die 2 blauen Szenarien würden wirklich im Laufe der nächsten 90 Jahre oder nächsten 80 Jahre, nicht einmal mehr 80 Jahre, würden am Ende dann keine zusätzlichen Emissionen mehr übrig lassen. Die gehen beide in negative Emissionen hinein. Das SSP 1 2,6, also 2,6 Watt pro Quadratmeter, würde dann über die negativen Emissionen zu einer Stabilisierung bei 2 Grad Celsius die Tür noch offen lassen. So ist das hier dargestellt. 1,5 Grad Celsius, wenn wir dieses den super ambitionierten Pfad von SSP 1, aber noch ambitionierter als 1 bei 2,6, wenn wir wirklich auf 1,9 Watt pro Quadratmeter, also das heutige nicht mehr weit überschreiten und dann reduzieren und zurückfahren würden. Und rechts sehen wir noch andere Treibhausgase, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Gut, wenn wir diese Pfade verfolgen, dann können wir, oder diese Energiemengen pro Jahr, die sich dann auch akkumulieren, die können wir in Klimamodelle hineinstecken. Und wir sehen schon, Gelb wird am Ende dieses Jahrhunderts immer noch einen Antrieb haben. Rot wird einen großen Antrieb haben und 8,5 wird einen sehr großen Antrieb haben. Nur die beiden Blauen, die können irgendwo zu einer Stabilisierung des Klimas beitragen. Das ist ein großes Missverständnis. 2 Grad Celsius, 2,5 Grad Celsius, 3 Grad Celsius, das ist ganz lustig, aber die hören bei 2100 nicht auf. Die gehen steil weiter, weil die Antriebe dorthin weisen und weit über die Jahrhundertwende die nächste hinausgehen. Das führt dann zu folgendem Bild, wenn wir uns die Oberflächentemperaturen der Erde anschauen, die gehen jetzt bis 2100 da oben im obersten Plot, dann sehen wir, dass
also das 1,9 und das 2,6 Szenarium, dass die leichte Abflachungen, aber in jedem Fall eine Stabilisierung ermöglichen. Alle anderen gehen in einer gewissen Neigung bis hin zu steil durch das Datum 2100 durch. Das wird weiter erwärmt. Das arktische Meereis wird nicht weiter reduziert werden am Ende des nordhemisphärischen Sommers, weil das relativ bald in den neuen Szenarien Null erreichen wird. So um 2050 herum oder knapp danach wird es Null sein. Dann ist halt fertig. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind, vor allem in Küstenerosion, in Küsten, wo wir heute schon sehen, wo große Eislinsen von Methaneis frei werden. Und Methan ist eines der dramatischsten Treibhausgase, die hinter dem CO2 noch dazukommen. Die anderen, nur die Plauden würden uns ein bisschen von diesem Meereis, vor allen Dingen am Ende der Saison, übrig lassen. Das hat immense Auswirkungen auf die Küstenerosion, aber auch auf die Ökosysteme und auch auf die menschlichen Systeme, die da oben in der Arktis, um das arktische Meer herum eben existieren. Ein Aspekt, der nichts mit der Erwärmung zu tun hat, sondern nur mit dem Partialdruck des Sauerstoffs in der Atmosphäre, das ist jener, dass aufgrund dieses Partialdrucks in der Atmosphäre CO2, nicht Sauerstoff, CO2 im Wasser gelöst wird. Das geht eine Zeit lang, bis das Wasser zu warm wird, aber im Augenblick ist das immer noch so, dass das gelöst wird. Und zwar ist das ungefähr so ganz, ganz grob die Hälfte des CO2, das wir emittieren. Das ist damit nicht weg, sondern es ist im Meer drinnen und verursacht dort bereits ein massives Absenken der pH-Werte, sprich, das führt zu einer Versauerung der Ozeane. Und das ist etwas sehr, sehr Dramatisches in den ganzen Lebenszyklen in den Ozeanen. Man muss nur an die Kalkschutzschilde der verschiedenen Tiere oder der Lebensräume denken. Die Warmwasserkorallen, die haben wir fast schon zur Gänze zerstört. Da führt kein Weg mehr zurück. Und nur diese Reduktionen, das Herunterfahren, aber dann auch Herausnehmen von CO2 aus der Atmosphäre in den blauen Szenarien, das führt dazu, dass sich die Ozeane langsam wieder erholen können, dass das also ausgeschieden wird und sie langsam wieder weniger sauer werden. Alle anderen Szenarien führen zu einer sauren Suppe, die unseren ganzen globalen Nährstoffkreislauf völlig auf den Kopf stellen werden. Also da gibt es gute Aussichten, was die hellblauen Szenarien betrifft, sind allerdings sehr, sehr ambitioniert, außer was den Meeresspiegelanstieg betrifft. Der Meeresspiegelanstieg, der existiert zu einem Drittel, jetzt ganz grob gesagt, durch die thermische Expansion der Meere. Da haben wir gesagt, das findet verzögert statt durch die langsamen Austausch- und Ausgleichsprozesse. Ein Drittel kommt von den Gletschern, also den kleinen Gletschern. Das ist verzögert. Bei den kleinen Gletschern 10, 20, 50, bis zu 100 Jahren ist da eine Verzögerung drinnen. Wenn ich einen Eisklotz oder einen Eiswürfel aus dem Kühlschrank nehme, dann dauert es eine Zeit lang, bis er geschmolzen ist. So ist die Verzögerung auch dort. Und das kommt von den großen Eisschilden Antarktis und Grönland, die in zweierlei Art reagieren. Einmal schmelzend, vor allen Dingen in Grönland, und damit in Wasser in das Meer bringen, sehr stark verzögert wiederum. Und das zweite ist in der Antarktis. Und sowohl in Grönland als auch in der Antarktis, da sind erste Zeichen von dynamischen Veränderungen. Das heißt, das hat nichts mit Schmelzen zu tun, sondern durch das Eindringen von warmem Meerwasser unter die bereits schwimmenden Schelfeispartien der Eisschilde, dünnen die aus, brechen weg und können nicht mehr diese Hemmmasse bilden, die Eisströme, die das Eis dynamisch aus der Antarktis und das Grönland herausbringen, irgendwie zurückhalten oder langsam machen. Und wenn die aufbrechen, dann sind in der Westantarktis ungefähr 7 Meter Meeresspiegelanstieg drinnen. In Grönland sind auch noch einmal circa 7 Meter Meeresspiegelanstieg drinnen. Das geht nicht in Jahrzehnten, aber es geht schon im Laufe des nächsten Jahrhunderts wird das sehr, sehr spürbar werden. Und wir sehen eben, dass diese gestrichelte Linie sehr stark nach oben geht. Dieses Low Likelihood ist eine fatale Verwendung eines technischen Terms, der nur statistisch
gültig ist. Physikalisch ist die Likelihood, ist die Wahrscheinlichkeit bereits sehr, sehr groß, dass das passieren kann. High Impact auf jeden Fall, aber wir sehen eben, auch die blauen Linien gehen steil oder wenigstens in einer gewissen ansteigenden Neigung durch 2100 durch. Um die ganze Magnitude, die Größenordnung dieses Meeresspiegelanstiegs zu erkennen, müssen wir über 2100 uns das hineinschauen. Und hier die Abbildung geht dann so extrapoliert oder angehängt im rechten Plot auf 2300 hinaus. Links sind die Plots, die wir gerade gesehen und besprochen haben, und rechts der Meeresspiegelanstieg bis 2300. Und wir sehen, dass der in allen Szenarien in den Meterbereich hineingeht. Das ist etwas, was wir auch jetzt schon bereits verursacht haben. Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Da ist schon Dynamik drinnen. Und wenn jetzt wirklich erstens die Szenarien stark verändert werden, wenn wir also stark weiter emittieren, dann gehen wir bereits in die Richtung fast 10 Meter, 5, 6, 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Das kaufen wir dann einfach ein und das kommt daher. Und sollte diese eisdynamische Bewegung oder diese Eisdynamik irgendwo in Bewegung kommen, dann gehen wir auf 10 bis 15 Meter. Bereits im nächsten Jahrhundert, und das wird dann weit in die nächsten Jahrhunderte hinein weiter ansteigen. Da haben wir also etwas gezündet bereits, das wir nicht mehr anhalten können, das wir aber sehr, sehr stark reduzieren können, wenn wir in den nächsten rund 10 Jahren das in den Griff bekommen. Wenn nicht, dann wird die Schere auseinandergehen in allen Bereichen. Das Problem dabei ist, dass das sehr schön darstellbar ist, wie das linear weitergeht. Aber wir haben bereits angedeutet mit den dynamischen Reaktionen der beiden Eisschilde, dass das vermutlich nicht linear weitergeht. Wenn wir 2 Grad Celsius überschreiten, dann wird mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, aber wahrscheinlich sogar schon früher, werden sogenannte Kipppunkte fallen. Und wir haben praktisch von allen Kipppunkten, ich will nicht auf alle eingehen, aber sie sind hier so ganz grob skizziert, haben wir bereits Alarmsignale. Also wirklich, da gehen die Sirenen und gehen die Blaulichter bereits in der Westantarktis oder in Grönland, wo es im letzten Sommer das erste Mal am Gipfelplateau geregnet hat, seit rund 1 Million Jahre. Das würde man in den Eisbohrkernen sehen und das sieht man nicht. Da hat es 2 Tage geregnet, wirklich geregnet. Das ist etwas ganz, ganz außergewöhnlich. Das arktische Meereis geht so weit zurück, dass es bereits so viel Energie aufnimmt, dass der arktische Ozean im Sommer, weil eben kein Eis da ist es, das reflektiert, dass wir in der Arktis bereits 4 bis 6 Grad Celsius wärmere Konditionen haben als im globalen Mittel. Permafrost taut auf mit den riesen Waldbränden und mit den großen Hitzewellen in Nordostsibirien und. Die sind also alle am Anschlag und wo natürlich wirklich große Besorgnis herrscht, ist, wenn die Kippen anfangen. Diese Pfeile zeigen, dass die alle nicht selbstständig und eigenständig agieren, sondern die sich gegenseitig amplifizieren können. Also solche Compound und zusammengefasste oder eben Cascading nennt man das, Kipppunktelemente, die dann einfach umfallen wie Dominosteine. Ein für uns in Europa natürlich sehr, sehr, aber auch global sehr, sehr heikler Punkt ist etwas, das ist die atlantische Zirkulation, sprich der Golfstrom, von dem man jetzt wirklich aus 3 unterschiedlichen, unabhängig voneinander erstellten Studien weiß, dass die in den letzten 100 Jahren, dass der Golfstrom langsamer geworden ist, so wie es physikalisch wir uns das vorstellen. Da gibt es also jede Menge von Alarmsignalen, die wirklich ernst zu nehmen sind. Dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, das 1,5, das schaffen wir schon und 2, das kriegen wir auch noch hin. Das hat auch wieder mit diesem ersten Missverständnis zu tun. Schauen wir uns an, was dieser jüngste IPCC-Bericht uns erzählt über Hitzewellen. Oben die Frequenz, 1850 bis 1900 ganz links, dann die heutigen, wir sind schon knapp drüber mit 1 Grad, dann 1,5, 2,0 und 4,0 Grad Celsius. Und wir haben oben die Häufigkeit von 10 jährlichen Ereignissen. Das, was vorindustriell alle 10 Jahre statistisch passiert ist.
Einmal, das hat bereits zugenommen. Wir haben solche Hitzewellen, die haben wir bereits 3-mal so oft, als sie noch vorindustriell waren. Die werden auf 4-mal so oft ansteigen bei 1,5, dann auf 6-mal so oft und im Prinzip zu jährlichen Ereignissen werden, wenn wir über 2 Grad Celsius hinausschießen. Und es ist nicht nur die Häufigkeit, auch die Amplitude nimmt zu. 1,2 Grad Celsius sind diese 10-jährlichen Ereignisse, die jetzt schon 3-mal pro 10 Jahre auftreten, sind sie heißer. Und ich will jetzt gar nicht die ganzen Zahlen unten durchgehen. Dann kommen vermutlich, ich kann das wieder nicht lesen, die Niederschlagsereignisse von der Farbe her. Ja, die nehmen in der Frequenz jetzt, haben bisher noch nicht so stark zugenommen, werden sich aber auf 1,5 Grad Celsius hin verdoppeln. Das heißt nicht an einem Ort, aber im globalen Mittel werden sie sich verdoppeln und die werden mit jetzt schon fast 7% mehr Wasser daherkommen, 10% mehr, bei 2 Grad Celsius 14% mehr. Das sind also Ereignisse, die im Mittel öfters auftauchen werden, im Mittel diese Prozent mehr Wasser daherbringen. Aber in Einzelereignissen hatten wir bereits Ereignisse, die bis zu 2,5-mal mehr Niederschlag gebracht haben in den beobachteten Zeiträumen, als es vorher je gemessen worden ist. Das war im letzten Sommer in Zentralchina der Fall, wo die Chinesen Nachrichtensperre verhängt haben. Und das war auch mehr als nur 7% mehr Wasser in der Eifel im letzten Sommer. Das sind also bereits Ereignisse, die in diese Richtung gehen. Und dann kommen noch die Dürrephasen dazu, die Dürreperioden dazu, die dann ganz, ganz gewaltig in die landwirtschaftliche Produktion hineingehen. Die haben wir bereits doppelt so häufig, wir haben sie bereits stärker. Das sind Standardabweichungen in der Trockenheit, also unterschiedliche Maße. Aber es zeigt halt einfach, die werden heftiger, die werden intensiver und sie werden häufiger auftreten. Und das geht in Richtung 2 Grad Celsius, wo wir sie zwar nicht häufiger haben, aber um einiges stärker, also doppelt so stark bereits, als sie heute stärker sind gegenüber vorindustriellen Werten. Das ist also alles andere als billig zu haben, weder finanziell, noch ist das billig zu haben für die Lebensgrundlagen der Menschen. Es werden Hunderte und Aberhunderte von Millionen von Menschen die Lebensgrundlagen verlieren. Wir werden das jetzt dann in Kürze lesen, wenn der zweite Teilbericht erscheint im Februar, wo es um diese Auswirkungen des Klimawandels geht, in verschiedenen Regionen der Erde und global. Der wird gerade schlusskorrigiert und verhandelt. Da stehen dramatische Sachen drinnen. Und dann gibt es noch dieses Missverständnis, das ist jetzt nicht so sehr ein Missverständnis, da hat uns einfach die Ereignisse haben uns eingeholt. Erinnern Sie sich an diese Abbildung, wie man sich das noch 2017, 18 vorgestellt hat, wie man das in Paris beschlossen hatte. Und wenn wir uns anschauen, was heute bereits unterwegs ist, dann geht das alles viel, viel schneller. Wir haben also aus dem letzten IPCC-Bericht gibt es die beobachtete 10-Jahresperiode 2011 bis 2020, die ist schon wärmer, als man noch 2017 geglaubt hat, dass sie sein wird. 2020 ist schon links oberhalb, oder vor allen Dingen links der schwarz gebunkelten Linie. Und dann gibt es noch eine statistische Vorhersage der Weltmeteorologischen Organisation, die im Laufe der letzten Monate von 20% Wahrscheinlichkeit auf 40% Wahrscheinlichkeit gegangen ist mit den hereinkommenden Werten, dass wir bereits innerhalb der nächsten 5 Jahre oder bis 2025 das erste Mal die 1,5 Grad Celsius diesen Plafond durchstoßen werden. Im IPCC-Bericht hat man das gemittelt wieder über 20 Jahre und da ist dieser Kernpunkt dieses Kreuzes, dieses Rotens, ist auch derart, dass man sagt, wahrscheinlich 2030 dauerhaft bereits wird 1,5 Grad Celsius erreicht und man wird darüber hinausschießen. Wir sind also um vieles schneller unterwegs, wie wir es noch vor 6 Jahren geglaubt haben. Und dann kommt noch dieses Missverständnis, das in meinen Augen eines der fatalsten ist in der Kommunikation
der verschiedenen Wissensstände um den Klimawandel. Da hat man vor 10 Jahren ungefähr hat man dem Druck der Regierungen, der nationalstaatlichen nachgegeben und hat eine Abbildung hergenommen, die aus der Beobachtung heraus links die Temperaturanstiege zeigt und rechts die korrespondierenden Mengen oder die akkumulierten Mengen an CO2 in der Atmosphäre. Und da sieht man, dass das linear ist. Wenn ich die Gigatonnen linear nach rechts verschiebe, dann geht die Temperatur linear nach oben, steigt sie einfach an. Und dann hat man gesagt, okay, wir zeigen euch dieser linearen Kurve entlang die Ziele oder die Grenzen, die wir noch haben, dieses Budget, das wir noch haben an CO2-Emissionen, wenn wir zum Beispiel 1,5 Grad Celsius erreichen möchten. Das ist also der hellblaue Dreieck da, das Feld. Oder 2 oder 3 oder 4 oder was auch immer, jeweils in der Sprache dieser sozioökonomischen Pfade, die dahinter stecken. Und da hat man immer wieder die leuchtenden Augen der Politiker bei den Verhandlungen gesehen und auch der Wirtschaftstreibenden, die gesagt haben, so viel haben wir noch, da können wir weitermachen. Das wird halt täglich weniger und wenn wir so weitermachen, bis jetzt ist es in 6 bis 7 Jahren global verbraucht. Und die Nachricht kann eigentlich nur lauten, jedes Kilogramm CO2, das heute noch emittiert wird, um in diesem Budget noch drinnen zu sein, das kann nur mehr dazu verwendet werden, um eine CO2-neutrale Welt zu bauen. Alles andere muss unmittelbar gestoppt werden. Alle Projekte müssen gestoppt werden, sonst geht das nicht mehr. Ich fasse zusammen, Sie können das lesen, ich kann es nicht lesen. Soll ich es dir vorlesen? Ja, bitte, mach die 2018 empfohlenen Pfade reichen nicht mehr, um eine Erwärmung bei plus 1,5 Grad Celsius vor vorindustriellen Werten zu. Okay, danke. Dann, das kann ich lesen, bereits plus 1,5 Grad Celsius wird zu einer immensen Belastung der globalen Gesellschaft führen. Zu stoppen sorry, ich dachte noch, mir fehlt ja auch ein Wort, Georg. Ja, okay. Ja. Also die 2018 empfohlenen Pfade reichen nicht mehr, um eine Erwärmung von 1,5 Grad zu stoppen. Genau, und da steckt natürlich drinnen, dass auch der European Green Deal nicht reicht, bei weitem nicht mehr. Der kommt 20 Jahre zu spät und alle Folgekonzepte, die man jetzt in der EU irgendwie da versucht, politisch umzusetzen. Und man muss sich überlegen und sagen, ja, 1,5 Grad Celsius ist schon toll. Da können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch sagen, es gelingt uns, das Klima zu stabilisieren. Gekauft ist das nicht. Also es ist schon sehr, sehr brenzlig. 1,5 Grad Celsius sind schon brenzlig. Wir sehen, dass wir eigentlich bei 1,2 Grad schon sehr, sehr dramatische Veränderungen sehen bei den sogenannten Kipppunkten. Und eigentlich müsste man das Paris-Abkommen neu verhandeln und sagen, wir müssen so schnell wie möglich wieder auf unter 1 Grad Celsius Erwärmung kommen. Wir sind schon zu hoch oben. Gut, das nächste ist die Gefahr einer Verselbstständigung des Klimasystems wächst mit jedem Zehntelgrad, das habe ich gerade erwähnt. Auch jetzt schon, nicht erst über 2 oder sowas. Die Vorstellung von noch verfügbaren CO2-Budgets war und ist immer noch fatal irreführend. Das ist nicht falsch, aber sie ist völlig falsch aufgenommen worden. So unter dem Motto, ja, wir haben noch was, wir können noch in die vollen Taschen greifen. Und dann das, was ich zuletzt gesagt habe, keine Tonne CO2 darf ab heute anders verwendet werden als zur Sicherstellung eines Lebens bei Null Emissionen. Die globale Klimakatastrophe kann nur über eine radikale gesellschaftliche Transformation vermieden werden. Das ist die Schlussfolgerung aus all dem, was da drüber steht. Wie wir das hinkriegen, das weiß ich natürlich als Gletscher- und Klimaforscher nicht physikalischer. Da muss die Gesellschaft sich jetzt in allen Bereichen mit allen Muskeln, die sie hat, einsetzen. Ein Satz, den ich immer wieder verwende und den ich einfach sehr, sehr treffend finde in Richtung dieser Umgestaltung der Gesellschaft und unseres Tuns, ist, dass man endlich aufhören muss zu sagen, was ist politisch machbar, sondern endlich das tun, was notwendig ist. Und dann kommt halt die Frage, ja, und was hat jetzt Glasgow gebracht? Und da würde ich jetzt von den Folien weggehen und
zurück zur Evelyn geben und wir können das diskutieren. Vielen Dank, Georg. Ich habe auch gesehen, dass eine Menge Fragen im Chat drinnen stehen. Wir schauen uns die danach auch alle in Ruhe an, beziehungsweise ich werde danach auch Helene bitten, dass sie kurz die Fragen einblendet, beziehungsweise uns einfach vorliest. Ja, Georg, vielleicht noch einmal vorweg. Du hast ja auch schon mehrfach so gesagt, wir müssen eigentlich bis 2030 klimaneutral werden, weil wir ja schon bei 2030 diese 1,5 Grad Erhöhung durchstoßen. Und das heißt, wir haben nur mal 6, 7 Jahre. Ja, ist es so? Jetzt nochmal. Ja, alle physikalischen Größen zeigen dorthin. Ja. Ja. Man muss es vielleicht auch noch ein bisschen anders, kann man sagen. Wir werden in 10 Jahren keinen Unterschied merken, ob wir uns so oder so verhalten in den nächsten 10 Jahren. Aber es wird in den nächsten 10 Jahren der Hebel umgelegt werden, ob wir in die eine, in die zweite, in die dritte oder vielleicht doch in die 4. Welt gehen können, die eben nicht menschenunwürdig oder menschenunmöglich ist. Ich muss es klar sagen. Diese roten und auch zwischen Gelb und Rot, alles, was nicht bis spätestens 2100 eingegrenzt werden kann oder gestoppt werden kann, ist mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit das Ende unserer Zivilisation. Das hält die Menschheit nicht aus. Ganz einfach. Die Erde trägt uns dann nicht mehr. Ja, und genau diese Erkenntnisse sind emotional sehr schwer zu ertragen. Was hast du beobachtet? Wie gehen die Wissenschaftler, wie gehen die Teilnehmer in Glasgow mit diesen Erkenntnissen um? Ja, vielleicht zuerst diese COPs. Das sind eben die jährlichen Treffen all dieser Staaten, die sich einerseits schon auch um das IPCC bemühen, und also die Auftraggeber für die Wissenschaftler innerhalb des Intergovernmental Panel on Climate Change sind, die aber dann auf der verfahrenstechnischen Seite ungefähr parallel mit dem ersten IPCC-Bericht das sogenannte UNFCCC gegründet haben oder UNFCCC oder wie immer, das sind halt auch so die Jargons. Je nachdem, wie man es ausdrückt, zeigt man, wie gut man sich auskennt und wie tief man drinnen steckt in diesen ganzen Dingen. Also das ist die Rahmenkonvention, die UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel. Mhm. Und Rahmenkonventionen gibt es eine große Zahl zu allen Dingen, die global verhandelt werden, die innerhalb der UN verhandelt werden. Also das ist jetzt einmal nichts Untypisches und da gibt es eine UNFCCC-Büro, eine Basis, die ist in Bonn, das bezahlt weitestgehend Deutschland. Und da gibt es praktisch wöchentlich Treffen. Und diese Treffen werden dann gestaffelt, hingeführt auf die jährlichen Verhandlungen. COP heißt Conference of Parties und die Parties sind die nationalstaatlichen Regierungen. Und da gehen die Verhandlerteams hin, die sind vorbereitet, die sitzen auch regelmäßig in Bonn in diesen Vorbereitungssitzungen und. Und da war irgendwie dieses Paris-Abkommen, ja, das sich schon abgezeichnet hatte. In Warschau 2013 war die Welt noch wirklich finster. Da waren die protestierenden Kohlenarbeiter draußen auf der Straße lauter als die Konferenz innen drinnen in dem Fußballstadion, wo wir da gesessen sind. Und in Lima hat die Sonne geschienen, nicht nur in Wirklichkeit. Im Dezember scheint in Lima die Sonne. Sondern auch in der Konstellation der Globalen. Da ist ein Barack Obama plötzlich da gewesen und. Und da hat man schon gemerkt, es könnte gelingen, ein Klimaabkommen, und zwar eines, das das Kyoto-Protokoll ersetzt. Um das ist es gegangen. Das könnte gelingen. Und da hat man aber auch gemerkt, es gibt Bremsen, die wollen das nicht in Lima haben. Man will das im Jahr darauf in Paris haben, warum auch immer. Und in Paris ist das dann gelungen und da war allen bewusst, das Fenster ist ganz kurz offen, weil es gibt Wahlen überall. Obama hat schon die ersten Senatsnachwahlen verloren, regional und. Man muss also schauen, sehr schnell den Sack zuzumachen und hat dabei aber viele formale Geschichten einfach vertagt sozusagen.
dass es jetzt 6 Jahre gedauert hat, bis dieses ganze Regelwerk, das den Paris-Vertrag erst wirklich im UN-System mechanisch arbeiten lässt, dass das 6 Jahre gedauert hat bis nach Glasgow, ist natürlich schlimm, aber es war so. Und in Glasgow hat man das wirklich hingekriegt. Das war der Erfolg von Glasgow. Auf der anderen Seite sind dort die ganzen Versprechen, die ja mit diesen Regelwerken einhergehen. Da ist ein Regelwerk, das die sogenannten Loss and Damages in den Entwicklungsländern regelt. Diese Kompensation von Verlusten und Schäden, die dort bereits entstehen. Da sind also die Regelwerke da, aber es ist der Topf noch nicht leer, aber fast leer. Da finden noch keine Geldflüsse statt. Das war eine große Hoffnung der Länder, der armen Länder, dass das in Glasgow passieren wird. Da ist nichts passiert. Es gibt auch die große Hoffnung der Länder, dass die Hilfe, die materielle Hilfe zur Klimawandelreduktion, sprich neue Technologien, wirtschaftliche Umstrukturierungen ohne Kohle und so weiter, dass die auch bezahlt werden von der ersten Welt in die dritte Welt, um es jetzt etwas unpolitisch. Mittlerweile ist es der globale Süden oder die less developed countries. Da gibt es also seitenlange Papiere, was man sagen darf und was nicht. Aber wir wissen, was wir meinen. Ganz große Enttäuschung auf deren Seite. Also auf der einen Seite rein administrativ und in der UN-Diplomatie ein fantastischer Erfolg, endlich, aber weiterbringen tut es uns nicht. Und da drumherum findet der Jahrmarkt statt, um diese Verhandlungen. Und dieser Jahrmarkt wird bespielt von NGOs, die alle ihre Pavillons oder Stände dort haben und mehr oder weniger lauthals auf sich und damit auf den Klimawandel im Prinzip aufmerksam machen, von den Indigenas, die sich da weltweit zusammenfinden, bis zu Russland, das die Atomkraft propagiert, bis also auch nationalstaatliche Stände sind da, die schönsten sind aus Saudi-Arabien und aus diesen Ländern. Und dann gibt es noch die Wissenschaftler, die gehen auch dorthin, auch zum Teil über NGOs finanziert. Ich war für eine NGO, die sich mit der Kryosphäre, also Schnee und Eis, beschäftigt und die schon seit vielen Jahren, schon seit Warschau, haben wir das aufgebaut, dass wir da einfach aufzeigen. Und da lädt man immer wieder Vertreter aus den Delegationen, aus den Verhandlungsdelegationen ein. Die kommen auch hochrangige Vertreter, Minister, wenn es um gewisse Themen geht. Und dann erzählt man denen das und die gehen halt mit diesem Wissen wieder zurück und versuchen, ihre Positionen zu klären. So muss man sich das vorstellen. Irgendjemand hat behauptet, 40.000 Leute wären gewesen. Jeder ist tagtäglich vor Eintritt getestet worden. Also Covid getestet worden. Riesen organisatorischer Aufwand. Ja, nun hat es auch etliche sehr, sage ich mal, emotional wichtige politische Redner gegeben in Glasgow. Es sind manche Bilder von Guterres bis Obama auch um die Welt gegangen mit sehr nachwirkenden, wichtigen Botschaften für die Menschheit. Hast du das Gefühl, dass diese Klimakonferenzen zumindest für das Bewusstsein, für die Erkenntnis, aber auch dann tatsächlich für die Motivation zum Handeln was bewegen? Ja, es ist natürlich, wenn wir Zeit hätten, ja, wenn wir 20 Jahre früher dran wären, dann wären ganz interessante Dinge passiert. Ja, es steht zum ersten Mal in der Geschichte dieser COPs in dem Abschlussdokument drinnen, dass man die fossilen Brennstoffe reduzieren will. Das war ja dann diese auf den letzten Metern diese dramatische Geschichte, aber es steht zum ersten Mal drinnen und damit auch irgendwie das Zugeständnis, dass das ein Problem ist. Da steht nicht drinnen, das ist das Problem, soweit sind sie noch nicht, die Nationalstaaten, aber es steht drinnen, wir wollen das reduzieren. Und ja, es ist eine spannende Geschichte gewesen, wie das vom auf Null bringen, das zuerst drinnen gestanden ist, also Phasing Out, auf das Phasing Down gegangen ist, also das langsame oder mehr oder weniger langsame Abbauen. Das kann man vielleicht, wenn wir viel Zeit haben, kann ich das auch noch erzählen. Die
diplomatischen Insider, das ist ja schön und spannend dort. Man kommt ja da mit Leuten zu reden, die wirklich schon seit über 20 Jahren dabei sind und die den Riecher haben und die Sensorik haben, zu hören, was da irgendwie der Delegierte aus Guinea gerade gemeint hat, wenn er das und das gesagt hat. Wenn er die sogenannten 77 plus China vertritt, gibt es ja eigenartigste Konstellationen, wo China natürlich alle Register spielt. Total spannend. Mhm. Und da hört man halt einiges und die waren sich alle einig, dass die ganze Geschichte in Glasgow diplomatisch schlecht vorbereitet war. Der Boris Johnson hat das verabsäumt. Er wollte eigentlich nur irgendwo groß herauskommen. Mhm. Das Paris-Abkommen wird halt kein London-Abkommen, auch wenn die beiden Staaten seit Jahrhunderten glauben, sie sind besser als der andere. Da hat halt Paris mit seiner fantastischen Diplomatie über Jahre darauf hingearbeitet und London hat nichts getan. So ist es. Ja. Die haben also diplomatisch wirklich nichts getan. Und dann sind die großen Sprüche gekommen, die waren viel zu früh. Die hätten erst in der zweiten Woche oder frühestens gegen Ende der ersten Woche kommen sollen und nicht in den ersten Tagen. Es hat Erwartungshaltungen hochgepusht und dann hat sich keiner mehr daran erinnert. Nun ist es so, dass ein Grund oder ein Hauptgrund der ständigen Erhöhung der Treibhausgase ist ja die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum. Auch das Bevölkerungswachstum. Wie siehst du die Zukunft der Wirtschaft oder den Beitrag der Wirtschaft, den sie leisten muss, zu dem, dass wir vielleicht in den nächsten 10 Jahren einen Turnaround schaffen? Ja, der ist ganz zentral. Ich glaube, das ist die zentrale Geschichte und es ist die Frage, wie sehr dieses Wirtschaftssystem, das globale, haltbar ist. Ich behaupte, es ist nicht haltbar, weil das im Prinzip das Problem schlechthin ist und nicht nur für den Klimawandel, auch für das wirkliche langsam Ausrotten von Ökosystemen, auch für die sozialen Spannungen, die in allen Skalen bereits dramatisch ansteigen und nicht nur wegen Covid und Impfen und Nicht-Impfen, sondern da appern ja nur Dinge aus, die schon da sind. Und global sowieso. Also die erste Welt driftet von der dritten Welt immer mehr und mehr weg. Da ist überall Explosionspotenzial drinnen, das wirklich an die Existenz unserer Zivilisation geht. Und das alles ist zurückzuführen auf ein Wirtschaftssystem, das wir halt haben. Wir können es gut finden, es hat viele tolle Dinge gebracht, aber das ist sicher nicht die Rettung. Und damit ist die Wirtschaft wahrscheinlich ganz, ganz vorne dran, weil die am meisten machen kann. Mhm. Allerdings muss es auch wollen und es wird halt einiges nicht mehr gehen in der Wirtschaft. Es wird Verluste geben. Das ist nicht mehr durchhaltbar. Mir steht es jetzt nicht zu sagen, wer zusperren muss, aber ich glaube, die Autoindustrie wird zusperren müssen. Das wird es nicht mehr geben können, diese Art von Mobilität und diese permanente Erneuerung der ganzen Fuhrparks. Das ist sicher nicht machbar, auch elektrisch nicht. Das ist jetzt eine Geschichte, die durchdiskutiert ist. Ja. Das ist Georg, nicht, was ich selber finde. Das sind schon sehr, sehr brisante Dinge, die du sagst. Jetzt, du sagst zum Beispiel die Autoindustrie, die wird es nicht mehr geben können. Glaubst du, ist es wahrscheinlicher, dass es irgendwann die Autoindustrie nicht mehr gibt oder wahrscheinlicher, dass wir einfach voll in die Klimakatastrophe schlittern? Weil wir die Autoindustrie nicht aufgeben wollen. Das ist natürlich etwas, was Kaffeesatzlesen ist, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht schaffen, die steigt mit jedem Tag, ganz einfach, weil der Klimawandel dramatisch schnell fortschreitet. Das ist etwas, auf der Seite kann ich sagen. Ja? Ja. Und ich kann auch sagen, wie viel CO2 woher kommt. Das kann ich nachlesen. Das ist ja alles relativ einfach darlegbar. Im Großen und Ganzen. Im Detail ist es natürlich schwierig. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass es, um vielleicht da diese Frage schon oder Antwort auf eine potenzielle Frage vorwegzunehmen, im Augenblick schaut es nicht so aus, dass wir in den nächsten Jahren das technologisch lösen können. Weder den Energiehunger noch
auch in Richtung Geoengineering, dass wir da irgendwo das Klima in den Griff kriegen technisch. Das sind Wahnsinnsideen, die halt wieder globale Experimente auf ein schon außer Rand und Band geratenes draufsetzen. Und wir wissen zum Beispiel, dass fast alle diese Geoengineering-Geschichten in den Modellen kann man sie ja schön nachzeichnen. Da kann ich schon Schwefel in die Troposphäre geben, da kann ich schon das und jenes tun, die Sonne ablenken, die Sonnenstrahlen. Und da wird überall, zeigen alle Klimamodelle katastrophale Veränderungen in den Niederschlagsmustern. Also sowohl Dürren in Richtung Dürre als auch Extremereignisse. Auch das wird unsere Lebensgrundlagen weitestgehend zerstören. Das ist nicht so leicht einzufangen. Was die Energiebereitstellung für unsere Lebensformen betrifft, das kann schon irgendwo gelingen, irgendwann, aber sicher nicht in den nächsten 10 Jahren. Auf das können wir jetzt nicht setzen. Wir haben Ideen dazu, aber wirklich unsere 100% und jetzt ja noch ein paar Prozent mehr Energiebedarf können wir damit nicht decken. Also da müssen wir dramatisch zurückfahren im Energiekonsum. Letzte Frage, bevor wir dann wirklich die Fragen all der Teilnehmer mit involvieren. Der neue Bericht, der im Februar herauskommt, was wird der wird dann eine noch deutlichere Sprache sprechen? Was können wir uns da erwarten? Der neue oder der nächste Klimabericht. Ja. Ja, Entschuldigung, ich habe da einen Augenblick ganz kurz. Der kommende Klimabericht, ich kenne den bereits weitestgehend, da wird schon noch gefeilt da und dort, aber ich bin mitbeteiligt in der Schlussbegutachtung und da stehen schon sehr dramatische Dinge drinnen. Unter anderem sind da klare Grenzen der Anpassungsfähigkeit der europäischen Staaten werden aufgezeigt. Da ist vieles einfach nicht mehr anpassbar. Unter anderem der Anstieg des Meeresspiegels, aber auch andere Ökosystemkollapse, die können wir nicht mehr anpassen. Dürren, Ausfall von Ernten, das ist nicht mehr anpassbar. Ja. Das geht im weitesten Sinn mit gewaltigen Anstrengungen Richtung 1,5 Grad. Da kriegen wir noch einiges hin. Das wird schon gehen, ja. Aber das wird extrem teuer werden und das wird extrem viele Menschen zu Schaden kommen lassen und auch viele Wirtschaftssysteme zu Schaden kommen lassen. Danke, Georg, derweil. Ich gebe jetzt das Wort wirklich an meine Kollegin Helene, die das mit dem Meeresspiegel sicher mit ganz besonders offenen Ohren gehört hat. Sie kommt nämlich aus Lübeck. Das ist dann eine dieser Städte, die wahrscheinlich sehr hart damit zu kämpfen haben wird. Aber bitte, Helene, wenn du vielleicht die Fragen aus dem Chat dem Georg vorliest. Genau, guten Abend. Erstmal sehr vielen Dank an Georg Kaaser für den Vortrag. Es war sehr interessant, wenn auch extrem beunruhigend. Ich gehe jetzt über, ja, das sind jetzt so Nettigkeiten, die eigentlich unpassend sind. Ja. Verstehe. Insofern, ich gehe direkt über zu den Fragen. Ich fange von Anfang an. Ich hoffe, es hören mich alle. Und genau, wenn jemand noch spezifizieren möchte, gerne einschneiden. Wir starten bei Stefan Gerz, der gefragt hat, haben wir mit der CPO26 die letzte Chance vertan, das 1,5-Grad-Ziel noch wirklich erreichen zu können? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Womit haben wir die Chance vertan? Mit der COP26. Naja, ich glaube, das ist eine falsche Erwartung an die COP. Diese COPs können das nicht lösen. Das müssen die Menschen lösen. Die COPs waren, ich versuche es immer umgekehrt mir vorzustellen, wenn es diesen ganzen UNFCCC-Prozess nicht gegeben hätte, dann stünden wir heute um vieles unbedarfter und am Ende schlimmer da. Da ist schon sehr viel aufbereitet worden. Und wenn heute die Staaten sagen, ja, wir sind noch nicht so weit, dann muss man sagen, okay, wartet halt, bis euch irgendetwas auf den Kopf fällt. Aber man hat da, also alle die alten Hasen bei dieser COP in Glasgow, waren sich alle einig, dass die Awareness, also diese Bewusstseinsebene, die auf Glasgow hin und in Glasgow entstanden ist, dass die einmalig ist, dass die bisher noch nie da gewesen
ist, auch bei den politischen Entscheidungsträgern, aber vor allen Dingen auch bei den hochrangigen Verhandlungsdelegierten oder den hochrangigen Delegationsleitern und Teilnehmern. Da ist schon sehr, sehr viel passiert. Am Ende, es muss einfach wirklich, außerhalb dieser COPs muss das jetzt passieren. Ja, danke schön. Dann, das wurde in Teilen jetzt auch schon beantwortet von Jakob Eck, auf was müssen wir bei einer Erwärmung über 2 Grad uns einstellen? Ja, ich habe es, glaube ich, gezeigt. Ich denke auch, die Frage haben wir. Gekommen ist. Ich würde mich nicht darauf einstellen müssen wollen. Ist das korrekt? Grammatikalisch war das jetzt korrekt? Definitiv nicht, verständlich. Nicht müssen wollen. Ja, verständlich auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das Risiko ist groß, dass 2 Grad Celsius, dass sich das nicht mehr ausgeht in Richtung Destabilisierung. Ja. Dann kommt jetzt eine weitere Frage von Shahin Shahine. Die fragt, wie viel CO2-Ausstöße können wir mit einem Verzicht auf Plastikflaschen einsparen? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man das relativ leicht im Internet finden kann oder in entsprechenden Berichten finden kann. Ja. Es gibt, ich mache selten Werbung für irgendwelche Bücher, aber es gibt ein Buch, das auch sehr unterhaltsam nachzulesen ist, und das heißt, wie schlimm sind Bananen? Fragezeichen, von einem Herrn Mike Berners-Lee. Der rechnet das für UK, also für Großbritannien aus. Man muss da aufpassen, weil wir natürlich andere Energiemixe haben. Aber da kann man praktisch alles nachlesen. Der Untertitel heißt der CO2-Abdruck von allem. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch eine PET-Flasche drinnen ist. Also hartes PET, nicht die Wärmflasche. Das sicherlich. Dann haben wir von Dagmar Wild, die fragt, ist die Klimakrise nicht nur ein Ausschnitt unserer multilateralen Krisen? In Klammern soziale Gerechtigkeitskrise, Biodiversitätskrise, geopolitische Krisen, Pandemie, Gender, Generation. Alles hängt mit allem zusammen. Muss nicht ein holistischer Ansatz in die Welt kommen? Ganz eine einfache Antwort, ja. Also wenigstens zum ersten Teil. Ich bin auch der Meinung, dass es eine holistische Welt werden könnte. Aber zum ersten Teil, ja, diese Krisen sind alle miteinander verwoben. Ja. Dann fragt Thorsten Lautner, mit der Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre von mehr als 100 Jahren müssten wir doch eigentlich deutlich schneller die CO2-Emissionen reduzieren als geplant, um der verzögerten Wirkung Rechnung zu tragen. Die Umweltsysteme sind hinsichtlich der Umsetzung der Klimagase doch wesentlich träger als ein Zeitraum von 20 bis 50 Jahren. Ja, die Verweildauer von CO2 ist in all diesen Projektionen mit eingerechnet. Wenn die nämlich nicht wäre, dann wären wir relativ schnell wieder herunten auf vorindustriellen Werten. Und diese Kurven, das darf man jetzt nicht missverstehen, wo ich diese Emissionsszenarien gezeigt habe, die zeigen nicht die Emissionsakkumulationen, vielleicht habe ich das zu wenig deutlich gesagt, sondern die jährlichen Emissionsraten. Und die müssen wir sehr schnell herunterbringen, und dann bleibt immer noch jede Menge CO2 im System. Das wird sich noch lange nicht abkühlen. Und zwar über viele, viele Jahrhunderte bis zu Jahrtausende hin wird es dauern. Wenn man überlegt, der Kohlenstoff, der in der Atmosphäre ist, im CO2, der wird schlussendlich nur über die Gesteinsverwitterung und die Erosion von Gestein und den Eintrag und das Wegsedimentieren in die Ozeanböden aus der Atmosphäre herausgenommen. Das ist auch schwer zu beschleunigen. Kurzfristig ja, aber und in kleinen Mengen, aber eigentlich ja. Natürlich bleibt das sehr, sehr lange drinnen. Und dann gibt es noch diese verzögerten Reaktionen auf all das. Und das sind ja die ganz unterschiedlich lange verzögert werden. Meeresspiegelanstieg ist sicher das dramatischste von den stark verzögerten Ereignissen. Oder, ja. Okay, danke schön.
Die Frage vorher war, ob ich die Slides zur Verfügung stellen werde. Ja, gerne. Genau, die haben wir schon geklärt. Die werden wir zur Verfügung stellen. Als PDF, bitte. Passt. Auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt eine Frage nicht zur Ostsee, sondern zum Mittelmeer, und zwar von Gabriele Sorg. Die fragt, was passiert mit dem Mittelmeer in den kommenden 10, 20, 30 Jahren? Sie sagt, sie lebt teilweise in Spanien und sieht die Strände schwinden, viel mehr Quallen als vorher, viel mehr extreme Wetterereignisse und fragt, was kann man dagegen machen? Den Klimawandel aufhalten und möglichst schnell über technische Vorkehrungen, auch biotechnische Vorkehrungen schauen, dass wir schnell wieder auf unter 1 Grad herunterkommen. All das sind Folgen, die wir bereits jetzt erleben. Das Mittelmeer erwärmt sich sehr stark. Es leidet unter der Versauerung. Das führt unter anderem zu diesen Quallengeschichten. Da kenne ich mich jetzt wirklich nicht gut aus. Da müssen wir Ozeanbiologen fragen, wie das zusammenhängt. Aber der Zusammenhang ist da in diese Richtung. Die Extremwetterereignisse, ja, die stammen aus der befeuerten Atmosphäre befeuert jetzt im Sinn von einfach amplifiziert im energetischen Zustand, im Zusammenhang mit einem flachen Wasserbecken, das sehr stark sich erwärmt, damit sehr stark verdunstet. Also die Extremereignisse werden im Mittelmeerraum, die hat es immer schon gegeben. Im alten Südraum sehr, sehr starke Niederschläge, aber dort werden sie auch überproportional ansteigen. Das Schwinden von Stränden, das Zurückweichen von Stränden hat vermutlich auch mit Extremereignissen zu tun, mit Stürmen zu tun, aber auch, und das ist vielleicht etwas, was gar nicht so bewusst wird, mit dem Meeresspiegelanstieg, der schon im Mittelmeer auch existiert. Aber das eigentliche Problem damit ist das Eindringen von Salzwasser in das Grundwasser, zum Beispiel im Nildelta, wo also mit jedem Zentimeter Salzwasser viele hunderte Meter das Grundwasser weiter hinein versalzen wird und damit der landwirtschaftliche Anbau, auch industriell landwirtschaftliche Anbau im Nildelta ist ja gigantisch, der leidet bereits massiv und wird weiterhin leiden. Sonst gibt es nicht so viele flache Küsten. Es wird halt noch das Po-Delta betreffen, sonst fällt mir jetzt nichts. Rhone-Delta, aber vor allen Dingen das Nildelta ist ein Riesenproblem. Ja. Gut, dann wechseln wir vom Meer zum Moor. Hier fragt Thorsten Laubner, ist das Konzept der Wiedervernässung von Moorgebieten tragfähig angesichts einer erhöhten Methanemission unter anaeroben Bedingungen? Oder andersrum gefragt, macht es Sinn, diese Flächen weiterhin landwirtschaftlich unter Nachhaltigkeitsaspekten zu bewirtschaften? Zum Beispiel pfluglos, Zwischenfrüchte, keine Strohernte, etc. Ich weiß, dass da einige Leute sich in diesem nächsten Teilbericht, der im Februar herauskommt, beschäftigt haben. Da waren Experten. Ich habe das mitgekriegt als betreuender, so Review-Editor heißt es im Kapitel Europa. Da ist das ein Thema. Ich habe es jetzt auswendig nicht, wie es quantifizierbar ist, aber ein Rewildering von Moorgebieten jetzt nicht anders bewirtschaften, sondern sie ganz zurückgehen lassen, hat offenbar schon Potenzial, aber natürlich nur kleines, nicht vom globalen Ausmaß. Ja. Und es würde halt ein Ökosystem wiederherstellen. Ja, okay. Dankeschön. Dann kommen wir noch mal kurz zurück zur Automobilbranche. Robin Wölfel fragt, wie lassen sich langfristig denkende Wirtschaftszweige am besten von einer Veränderung überzeugen? Ich denke zum Beispiel an 5- bis 7-Jahr-Zyklen in der Automobilbranche, wenn eine Veränderung in 10 Jahren bewirkt werden muss. Ich glaube, wir müssen uns von solchen Dingen, von solchen Gedanken grundsätzlich verabschieden. Da steckt für mich drinnen, wie können wir die Automobilindustrie, wie können wir aber noch mehr unser individuelles Mobilitätsverhalten retten. Das ist der große Wunsch hinter dieser Frage. Die können wir nicht retten, wenn wir wirklich das Klima retten wollen. Ich wohne also in einem Bergbauerndorf. Ich hatte jetzt letzthin ein Treffen
mit einem hochrangigen Politiker in Bozen und habe versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufahren. Ich habe die erste Etappe, also von Kardaus, Schnalztal bis Untermeistern, am Ende mit dem Auto gemacht, weil es sonst nicht machbar gewesen wäre. Das dauert, ich hätte müssen um 9 Uhr früh starten, um den Herrn um 13 Uhr in Bozen zu treffen. Mitten in Südtirol. Ja, und nicht vom allergrößten Ende bis zum nächsten größten Ende. Da stimmt etwas nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich hier lebe und nicht in irgendeiner Eremitage leben will, dann kann ich ohne Auto fast nicht leben. Jetzt ist die Überlegung, was tue ich? Natürlich, am tollsten wäre kein Auto. Das Zweitbeste ist, meinen mittlerweile 20 Jahre alten Skoda Diesel zu Ende zu fahren. Der geht gut. Und so zu Ende zu fahren, dass ich mit meiner Frau zusammen pro Jahr nicht mehr als 5000 Kilometer fahre. Das nächste wäre vielleicht ein Elektroauto, aber ein Elektroauto ist bei der Herstellung bereits so CO2-lastig, dass ich 20 Jahre oder dass ich 100 bis 120.000 Kilometer fahren müsste. So sind die momentanen Werte. Das ist in meinem Fall 5000 Kilometer fahren, würde das 20 Jahre bedeuten. Da werde ich 10 Jahre lang schon keinen Führerschein mehr haben in 20 Jahren, weil ich ein bisschen zu alt bin. Das schaffe ich nicht mehr. Nur um zu veranschaulichen, wie sinnlos das Ganze ist. Nicht für mich persönlich, sondern da gibt es nichts anderes wie weg von diesen Verkehrssystemen. Wir müssen ein anderes Mobilitätskonzept bauen und da gibt es kluge Menschen, die wissen, wie das ginge und das wird wiederum zu CO2-Ausstößen führen. Aber das sind die ich zum Schluss gemeint habe. Wir dürfen CO2 nur mehr in diese Richtung verwenden. Ja, ich glaube, das würde viele in Südtirol glücklich machen. Mich eingeschlossen. Ja, viele. Bozen-Meran. Ja, Drama. Genau. Vorsintflutliches Drama. Genau, jetzt gehen wir etwas in die Richtung mit der nächsten Frage von Chris Kreuz. Der sagt, Wirtschaftswachstum und Anstieg von Treibhausgasen bzw. Naturverbrauch lassen sich nicht entkoppeln. Folglich muss der radikale gesellschaftliche Umbau schnellstmöglich den Wachstumszwang überwinden, der tief im vorherrschenden Wirtschaftssystem eingeschrieben ist. Doch wer sowas äußert, wird umgehend marginalisiert. Welches sind die vielversprechendsten Strategien, um den Wachstumszwang zu überwinden? Ich habe zufällig in letzter Zeit auch in Glasgow mit Leuten diskutiert, die das verstehen, die das technisch verstehen, die das wissenschaftlich verstehen, die es auch wirtschaftlich verstehen. Und das war sehr, sehr spannend. Und ja, diese künstlich hergestellten Brennstoffe, die werden sicher ein Teil unserer Energielösung sein in Zukunft. Im Augenblick sind die erstens noch zu teuer und zweitens muss man scheinbar das alles am besten dezentralisieren, weil das große Problem der Transport von Energieträgern ist. Einer von diesen Menschen hat gesagt, der elektrische Strom ist wie ein Backesel, den es eigentlich nicht brauchen dürfte. Wir müssten eigentlich ohne Überlandsleitungen auskommen. Wir müssen wirklich schauen, dort, wo der Strom gebraucht wird, oder die Energie gebraucht wird, sie dort emissionsfrei herzustellen. Und da werden diese synthetischen Treibstoffe sicher eine Rolle spielen in Zukunft. Sie werden jetzt das Problem nicht lösen, weil sie noch viel zu teuer in der Herstellung sind, sowohl energetisch als auch preislich. Und es stimmt schon, ja, die Leute, die das propagieren, sagen, das kann man dort machen, wo die Energie sehr, sehr dicht ist, also wo die Sonne viel scheint und wo auch Wasser ist. Und dann können wir die Transportsysteme, die großen Tanker, die füttern wir dann mit diesen synthetischen Treibstoffen und dann transportieren wir synthetischen Treibstoff. Der muss aber zum Teil noch gewaltig abgekühlt werden, der synthetische Treibstoff. Ich habe jetzt die Zahlen vergessen, aber das kostet wieder Energie. Da sind die Wirkungsgrade so schlecht noch. Das kann schon besser werden. Aber das werden wir sicher nicht jetzt in den nächsten Jahren hinkriegen. Und ich würde ich glaube nicht, dass oder nicht mehr, dass die marginalisiert sind, die Leute, die das propagieren, weil im Augenblick einfach jede Lösung abgeklopft werden muss, um einigermaßen die Ziele zu erreichen. Danke. Ja, Helene, vielleicht nicht mehr ganz jede Frage. Wir haben noch 10 Minuten. Genau, ich treffe jetzt mal eine Auswahl an Fragen, die vielleicht
über technische Dinge etwas hinausgehen. Es gab noch eine sehr schöne Frage, einmal von Christoph Lange. Wie kann diese existenzielle Bedeutung mehr in den Fokus gerückt werden? Wie kann die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen wesentlich intensiver bewusst gemacht werden? Ich denke, Veranstaltungen wie COP26 sind da Schritte hin. Was denken Sie? Ich bin mir nicht sicher, ob diese COP20 ein Schritt dorthin ist, weil das ja eigentlich sowohl medial als auch wahrscheinlich der Wirklichkeit entsprechend, aber auf jeden Fall emotional als jetzt haben sie es schon wieder nicht geschafft dargestellt wurde. Also eigentlich ist es als Scheitern dargestellt worden. Eine Enttäuschung hat sich breit gemacht, wobei ich eben sage, das ist ein schönes Wort, Enttäuschung, weil man einer Täuschung unterlegen war, weil man etwas erwartet hat von der COP, das die COP nie liefern konnte. Am Rande hätten politische Großköpfe schon etwas mehr liefern können, war aber nicht unmittelbar, das können sie auch außerhalb der COP machen. Insofern ist es das nicht. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile schon eine sehr dramatische Situation, weil wenn ich solche Dinge erzähle, dann habe ich schon gleichzeitig Bauchweh, dass Leute weggehen und die Lebensfreude verlieren. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man die Energie verliert, die uns vielleicht noch irgendwo die Kurve kratzen lässt. Das möchte ich nicht, aber ich merke zunehmend, dass ich mit solchen Aussagen natürlich schon die Grenzen überschreite und Einzelmenschen ganz, ganz arg belaste damit. Wobei man denkt, ja, ist das meine Schuld? Kann ich dafür? Ich bin halt der Überbringer der Botschaft. Und ich sehe die letzte Chance darin, dass möglichst viele Menschen auf der Erde begreifen, worum es geht. Dankeschön. Dann stelle ich jetzt die letzte Frage, die kommt von Sabine, und zwar, was gibt Ihnen Hoffnung? Und danach übergebe ich wieder an Evelyn. Hoffnung gibt mir, dass es doch Bewegungen gibt und Initiativen gibt. Die bekannteste Bewegung sind natürlich die Fridays for Future. Die sind legitimiert. Es geht um ihre Zukunft. Die sind authentisch. Das sind sie. Das ist niemand stellvertretend. Ich bin stellvertretend für die und sage, euch wird die Welt auf den Kopf fallen. Ihr müsst kämpfen. Die sind so berechtigt, das zu tun. Es ist ihnen nur zu wünschen, dass sie viel, viel breiter sich noch aufstellen, dass sie viel lauter werden und den Druck erhöhen. Und dieser Druck wird verspürt. In Glasgow genauso wie in den Regierungsbänken der Regionen und Nationalstaaten, die wird schon verspürt. Und da gibt es viele, das ist nur ein Beispiel, das ist das prominenteste Beispiel. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Initiativen. In Südtirol jede Menge. Sie vernetzen sich gerade, weil sie merken, dass sie dann stärker sind, ohne ineinander aufzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss vielfältig passieren, aber der Druck muss immens groß werden. Und da habe ich Hoffnung. Und dann habe ich noch eine etwas zynische Hoffnung. Und das ist die, dass das Klima uns Ohrfeigen austeilt, ohne diese Ohrfeigen irreversibel zu machen. Sprich, Ohrfeigen, die ohne Schädelbasisbruch ausgehen. So bildlich gesprochen. Und das hat es ja schon begonnen zu tun. Und zwar dort, wo es die Macher und Macherinnen trifft und nicht mitten in Afrika. Ja, das zum Glück. Dann schon mal vielen Dank. Die restlichen Fragen sammeln wir und sehen dann zu, dass wir dazu Antworten auch finden. Und jetzt übergebe ich erstmal an Evelyn Oberleiter. Ja. Danke, Helene. Danke für die vielen Fragen der Teilnehmenden. Eine Frage, die habe ich noch so en passant gesehen, aber die auch sehr, sehr häufig mir zumindest begegnet, und zwar diese Frage nach, ja, welchen Einfluss haben wir überhaupt in Europa? Und ich sage dann immer, vielleicht haben wir nicht den allmächtigen Einfluss, aber wir haben doch eine sehr bedeutende Vorbildwirkung. Okay. Siehst du das, Georg? Ja, genau so. Und darüber hinaus muss man, da gibt es jetzt mehrere Perspektiven, die diese Verantwortung Europas und der einzelnen Europäer sehr in den Mittelpunkt treibt. Eines ist ja jene Perspektive, dass wir
ja viel, viel mehr CO2-Emissionen, aber auch Methangasemissionen verursachen. Nicht bei uns, aber in Ländern, wo das hergestellt wird, ob jetzt das Soja ist, das bei uns als Futtermittel in die Bergbauernhöfe hineinkommt, das aus Brasilien kommt, oder ob das die Kleider sind, wo Made in China hinten drauf steht. Das ist eben diese graue Emission, und da gibt es schöne Analysen, auch grafisch dargestellt, wie viel dann in Europa landet. Europa ist einer der ganz, ganz großen Emittenten, wenn man das mit dazu nimmt, mit den USA. Und der individuelle Fußabdruck ist immer noch einer der größten in Europa. Zwar nicht so groß wie in den USA, aber dann gleich dahinterher. Und Europa hat natürlich auch eine historische Verantwortung, eine ganz große, der Dritten Welt gegenüber, größer als jeder andere Land ist ja nicht Europa, sondern eine andere Staatengemeinschaft. Es hat auch Vorbildwirkung, weil halt sehr viel Wissenschaft hier betrieben wird. Und wir sind reich und wir haben, damit können wir anderen helfen. Und wir haben weitgehend demokratische Systeme, wo wirklich die Gesamtgesellschaft sagen kann, wir tragen das mit. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drinnen steht. Auch dahingehend, wie wir den anderen Ländern helfen können, nicht dorthin zu kommen. Indien alleine wird es nicht schaffen. Die wollen natürlich auch einen gewissen Wohlstand. So ist es. Und so könnten wir noch über viele, viele Teilaspekte dieser wirklich komplexen Krise sprechen. Ob über die Verantwortung Europas, über die Flüchtlinge, die vor der Tür stehen, über den Zusammenhang zwischen sozialen und ökologischen Krisen und vieles mehr. Und wir wollten ja auch ein bisschen über die Wirtschaft sprechen, aber ich merke halt immer, es ist so schwierig, über die Wirtschaft abgekoppelt von all dem zu sprechen. Trotzdem, wenn hier der eine oder andere Unternehmer, der eine oder andere Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer hier anwesend ist, was ist dann dein Appell an Sie? Schaut, dass CO2, Methangas und Lachgasemissionen loswerdet. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Mit aller Kreativität, mit der ihr alle das aufgebaut habt, was uns diesen Wohlstand gebracht hat. Und denkt vielleicht auch dabei, mit das Wohlstand und Wohlbefinden lange schon nicht mehr korrelieren. Das ist seit den 70er Jahren schon nicht mehr so. Das war etwas, was aus den beiden Katastrophen der Weltkriege heraus ist das lange oder am Anfang sehr korreliert gegangen. Da war das Wohlbefinden eindeutig gekoppelt mit dem Wohlstand. Aber das ist es lange schon nicht mehr. Wir sind ja gesellschaftlich krank. Das wird jeder Psychologe nachweisen. Das hat auch physische Erkrankungen. Wobei natürlich auch viel Gutes dabei ist. Ja, aber die beiden Dinge muss man gedanklich entkoppeln, dann kommt man vielleicht weiter. Georg, du hast vorher noch etwas gesagt, das auch mir ein ganz großes Anliegen ist und das trotz, sage ich mal, all dieser großen Sorge, Gefahr, existenziellen Gefahr, ist es wichtig, dass wir irgendwo auch freudvoll bleiben, auch positiv bleiben, weil in dieser Positivität, in dieser Freude ist auch die Kreativität zu Hause und die Fähigkeit, sich wirklich Alternativen eben auszudenken, wie eine neue positive Zukunft möglich ist. Was machst du, um positiv zu bleiben? Im Augenblick ist es hauptsächlich, dass ich mich durch immens viel Arbeit ablenke, obwohl ich in Pension bin. Und zum Teil stelle ich mir die Frage ganz einfach nicht, weil ich regelmäßig so vielen Leuten gegenüber das erzählen muss. Und wenn ich das jetzt mit ausschließlich pessimistischen Beigeschmack bringe, dann muss ich es am selben Tag lassen. Das geht nicht. Und es ist natürlich schon auch der tiefe, ich mag das Wort Glaube nicht verwenden, weil Glauben ist eines der größten Probleme, das wir haben. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass unsere Zivilisation sehr, sehr stark sein kann, unsere menschliche Zivilisation, dass sie spannend ist. Und ich bin irgendwie geworden oder war es von Beginn an ein Mensch, der Veränderungen als etwas unheimlich Spannendes sieht. Und das ist natürlich das größte Problem. Die Menschen wollen keine Veränderungen und klammern sich an Dingen fest, die
halt ja, einfach nicht mehr tragbar sind. Und wenn sie loslassen würden und in eine ja potenziell viel, viel schönere Welt sich verändern würden, weil die könnte ganz, ganz cool sein, diese Welt, auf die wir hinsteuern müssen, wenn wir sie retten wollen. Dann, also ich liebe fast Veränderungen oder ich finde sie immens spannend. Und glauben tue ich nicht. Ich hoffe, dass sie auch stattfinden. Aber wenn du schon von Glauben oder eben Nicht-Glauben sprichst, ich muss da immer wieder mal so an die Aussage so an einen klerikalen, berühmten Mann aus Südafrika denken, Desmond Tutu, der sich ja auch sehr oft in Richtung Apartheid im Prozess geäußert hat. Und der auch damit in Erinnerung geblieben ist, dass er schon vor dem Ende der Apartheid, vom Ende der Apartheid sprach, also wenn mal die Apartheid zu Ende gegangen sein wird, oder so ungefähr, grammatikalisch. Und alle dachten, ja, träum weiter. Und es ist passiert. Und genau so möchte ich vielleicht zusammen mit dir daran festhalten, dass es wirklich tagtäglich überall dieses Wunder der Transformation gibt. Wir sehen es in der Natur, wir sehen es auch bei Menschen. Und warum soll es in der Gesamtgesellschaft und Wirtschaft nicht möglich sein? Ja, und damit, lieber Georg, sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wie immer höchst interessant. Ich danke dir für deinen Einsatz, deine Energie, deine wunderbare Didaktik, Dinge auch so zu erklären, dass es selbst ein Mensch wie ich, der ganz schlecht mit Zahlen umgehen kann, doch irgendwo halbwegs versteht. Und wir werden hoffentlich bald wieder die Möglichkeit haben, die Diskurse zu vertiefen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend, Georg. Danke dir, danke allen fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Und viele tolle Visionen. Mhm. Ja. Dem schließe ich mich an. Ich sage auch allen Teilnehmerinnen, allen Teilnehmern vielen herzlichen Dank für euer Dasein und gleichzeitig verknüpft auch mit der Bitte eines Weitertragens dieses gemeinsamen Auftrages, das wir haben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis bald.